Hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5D 3D Sidescroller Plattformer. In diesem Abschnitt werden wir eine Fall Damage implementieren in unserem BP Third Person Character. Und zwar geht es hier darum, dass aufgrund der Velocity sozusagen dann auch der Schaden berechnet wird. Das heißt, je tiefer unser Player, also unsere PA, den fällt, desto höher der Schaden. Und das geht bis zum Totalschaden aus einer gewissen Höhe. Das Ganze über die Geschwindigkeit berechnet. So, das wäre das, was wir in diesem Abschnitt behandeln, und dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. So, ich habe mir jetzt hier am Ende von meiner Beach-Szene 2D eine Art Keller, Labyrinth, eine Art Maze aufgebaut. Das heißt, ich nehme hier einfach nur Supergrid-Elemente, also hier die Box und so weiter. Die findest du ja unter dem Folder Supergrid. Und da muss man sich halt so durchhangeln. Und da sind auch ein paar 2D-Monster mit drin. Die liegen alle auf der Y500 bei mir und dementsprechend sollte man auch vielleicht noch ein paar Pickups mit integrieren. Ich habe mir ein bisschen Health mit drin und natürlich auch ein bisschen Power, damit ich ein paar Super Jumps oder Super Boost eben verwenden kann. So, das kannst du natürlich frei gestalten. Du kannst auch in den Himmel rauf. Ich gehe jetzt einfach mal in den Keller runter. Und wichtig wäre, dass wir hier praktisch solche unterschiedlichen Sprunghöhen haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier jumpe, nicht zu hoch, weil wir bauen jetzt sozusagen eine Art Fall Damage auf, die anhand der Geschwindigkeit von der Velocity unterscheidet, bekommt er Schaden oder nicht. Das heißt, wenn er ein klein wenig zu hoch ist, dann gibt es 10% Abzug von 100, also 10, und wenn es noch ein Stück höher war oder tiefer, wo er fällt, dann gibt es 50, und wenn das Ganze zum Beispiel von hier drüben aus runterfällt, dann gibt es 100% Abzug und führt dann auch schon zum Tod. So, dann habe ich hier in dem Background, hier oben auf Background gestellt gehabt, und da mache ich einfach mal so eine Background-Platte rein, damit das Ganze hier drüben auch schon sauber abgeriegelt ist. Und dann muss ich natürlich auch darauf achten, dass da mein Player natürlich dann auch durchkommt oder dass das Ganze mit dem Background sauber abgeriegelt ist, weil wir schmücken das ja später noch aus. Das ist ja jetzt einfach nur das Prototyping. Und hier oben habe ich mal so eine Dachplatte vorbereitet, die kann man hier so drüber schieben, dann wird es dann auch bald dunkel, aber das ist wie gesagt nur eine Vorbereitung zum Prototyping. So, dann habe ich mir auch den Player Start hier rüber geholt. Das ist auch nicht so kompliziert. Das bedeutet, du kannst dir bei deiner steht wahrscheinlich noch auf dem Steg vorne beim Schiff. Das heißt, hier oben einfach mal Player Start eingeben und dann erscheint dir hier drüben im Outliner, und dann kann man mit der Position mal so herfahren. Also das heißt praktisch, wenn ich meinen jetzt mal rausschiebe, dann sage ich jetzt einfach mal, der ist irgendwo anders und ich hätte ihn gerne an dieser Position. Dann gehe ich mir halbwegs nah ran und dann können wir hier rechte Maustaste drücken und dann sagen wir einfach Snap Object to View, und dann ist er genau da, wo wir jetzt unsere Kamera haben. Das heißt, ich muss ein bisschen zurückfahren und dementsprechend selektiere ich ihn jetzt einfach mal an, und dann geben wir hier bei Y einfach mal wieder die 500 ein und dann sind wir auch an der richtigen Position, und dann die Ende-Taste dazu, dass sich das Ganze ausrichtet. So, jetzt ist es noch ein bisschen krumm und schief von der Rotation, die haben wir auch hier unter Transform. Da gehen wir einfach auf diesen Rückwärtspfeil und dann setzen wir das alles wieder auf 0, und jetzt ist auch die Laufrichtung verkehrt, die geht hier mit dem hellblauen jetzt sozusagen in die linke Richtung, und das müssen wir natürlich noch drehen, und das machen wir einfach mit 180 Grad, und dann sind wir in der Lage, von hier zu starten. So, dann müssen wir das Ganze natürlich nicht von vorne mehr durchspielen, und dann können wir das Ganze einfach mal schon vorbereiten. So, mein Level sieht aktuell mal so aus. Ich laufe hier nach rechts, dann hier runter. Den kann ich ja leider nicht töten, da springe ich drüber. Dann kann ich mich hier ducken und dann gehe ich hier durch. Dann gehe ich wieder hoch, ich springe dann hoffentlich über den drüber. Dann hier runter und dann werde ich schon wieder verletzt, und dann geht es halt einfach so durch, und dementsprechend kann man natürlich auch abschießen, so wie gehabt. Und dann muss ich mich hier so runterhangeln, und dann gibt es an der Stelle eben einen Gravity Jump, also eigentlich ein Power Icon für alle Varianten, und die nehme ich jetzt auch gleich mit. Dann mache ich hier meinen Gravity Boost,
der wird dann bald zu Ende sein. Schauen wir, ob ich hier noch hochkomme. Da gibt es wieder einen Gravity Boost, den muss ich wieder einschalten. Dann gehe ich hier hoch und ich gehe hier hoch und dann muss ich hier noch drüber und da ist dann wieder ein Monster und da muss ich wieder mit dem Gravity Boost. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen Spaß gemacht und jetzt falle ich zu tief, da werde ich sicher zu 100% tot sein. So, gut, an dieser Stelle möchte ich dich noch erinnern, dass du den Outliner mal aufräumst. Ich habe es für mich schon mal vorbereitet. Ich mache mal Collapse All und wenn ich jetzt hier auf meine Level 1 Map gehe, dann siehst du, dass alles schön sauber in meinen Folder drin ist. Du kannst natürlich eine eigene Folderstruktur entwickeln, je nachdem, was du da vorhast. Gut, den Ocean könnte ich jetzt noch in die sogenannten Level Assets schieben. Die schiebe ich jetzt einfach auch noch mit rein, weil im Endeffekt hat er hier unten nichts verloren. Gut, dann zu allerletzt, das war ja hier nur mein 500er Marker, von dem trenne ich mich natürlich jetzt auch mal und dann gibt es einfach ein Save All und dann beginnen wir einfach mal mit unserem Fall Damage Blueprint und das kommt einfach in unsere Piratin rein. Das heißt, wir öffnen uns hier an der Stelle einfach mal unseren Third Person und dann Blueprints und dann BP Third Person. So, wenn du dich erinnern kannst, wir haben ja hier an dieser Stelle unseren Event Tick mit Has Wall Jump, Character Movement is Falling und dann kommt unsere Wall Slide, unser Custom Event, der ticken muss, weil wir eben hier ein Line Trace by Channel durchgeführt wird und sonst würden wir das Ganze nicht permanent per Tick sozusagen auswerten können. Gut, dann würde ich einfach mal diese Geschichte mit dem Tick ein bisschen höher schieben. Ich nehme mir mal meinen Wall Jump, den kann ich auch ein bisschen nach oben tun und dann werde ich das platzmäßig hier mal reinbauen. Du kannst es natürlich positionieren, wo du es magst. So, Unreal bietet eine sehr schöne Funktion nach einem Jump, da machen wir rechte Maustaste und der heißt einfach Event on Landed. So, das heißt, wenn wir landen, das bedeutet natürlich, dass wir vorher gesprungen sind und wenn wir landen, dann wollen wir jetzt einfach was tun. Ich würde es gerne in einem Custom-Event abwickeln, falls wir diesen Event noch zusätzlich für was anderes verwenden werden oder möchten. So, dann machen wir hier rechte Maustaste und dann geben wir ein Custom Event, Add Custom Event und den nennen wir einfach mal Fall und dann Damage Event. Das wird unser Fall Damage Event und jetzt ruft unser Event on Landed, der ja praktisch schon defaultmäßig von Unreal angeboten wird, einfach unseren Custom Event auf mit Fall Damage Event. So, damit ist dieser Custom Event aktiv und jetzt holen wir uns hier drüben einfach mal das Character Movement mit heraus und sagen einfach mal is falling und das Ganze über eine Branch-Taste, B auf dem Keyboard, linke Maustaste und dann einfach verbinden. So, wenn wir jetzt fallen, was wollen wir dann tun? Dann wollen wir wissen, wie stark fallen wir. Also ich möchte jetzt nicht einfach sagen, wenn er 1000 Z-Units fällt, dann ist er tot. Wenn er 500 fällt, ist er halbtot, sondern ich werde es einfach mal anhand der Geschwindigkeit, der Fallgeschwindigkeit abwickeln. Das heißt, wenn er landet, hat er eine gewisse Aufschlagsgeschwindigkeit und da können wir jetzt einfach mal das Ganze reinholen über Get Velocity und da haben wir hier praktisch die Geschwindigkeit von unserem Actor. Hier machen wir rechte Maustaste, wir splitten das ganze Struct Pin und dann sagen wir natürlich die Return Value, damit wir nicht mit negativen Zahlen arbeiten müssen, gehen wir hier raus und sagen Multiply und dann dementsprechend mal -1. Dann haben wir das Ganze schon mal vorbereitet, dass wir hier mit positiven Abfragen arbeiten können. Gut, dann haben wir das soweit schon mal drin. Das ist unsere Z-Geschichte und die würde ich mir jetzt auch gerne anzeigen lassen. Dann verstehst du es auch besser. Das heißt, wir gehen hier raus. Das heißt, wenn wir is falling sind, ich gehe hier raus und sage an der Stelle einfach mal Print String und dieser Print String, der wird natürlich sein meine Velocity, aber ich habe hier bei meinem Level das Problem, dass ich hier links meine ganzen Icons habe für meine Powers und dementsprechend gehe ich hier raus und sage einfach mal Append und zwar einen String Append und hier werde ich jetzt einfach mal ganz viele Leerzeichen machen, damit das eben weiter drüben ist, also einfach die Space-Taste gedrückt halten und dann gehe ich hier einfach mal hier mit rein. So, dann sehe ich das auch und dann überlappt das nicht mit meinem UI.
Gut, jetzt möchte ich das mal endlich, wenn ich es schaffe, ein bisschen rüberrutschen und dann haben wir das Ganze schon mal drin. Ich ziehe das hier mal nach oben, das kommt nachher sowieso wieder raus und hier würden wir jetzt einfach mal sehen, wie stark wir fallen. So, jetzt musst du dich natürlich erinnern, wir haben jetzt hier sozusagen eine Velocity, ich glaube, die haben wir unter Character Movement. Da gebe ich ein Velocity, genau. Es gibt eine Jump Z Velocity. Ich habe die ja für meinen Plattformer auf 1200 erhöht. Das bedeutet, wir sollten dann das Ganze so auswerten, dass wir natürlich nicht von unserem Sprung betroffen sind. Das heißt, wir werden Werte höher wie 1200 oder 1200 abfragen. So, und das Ganze musst du natürlich für dein Level Design explizit auch auswerten oder darauf anpassen. Das ist leider so, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich laufe jetzt hier einfach mal los und wenn ich hier hochspringe, dann sehe ich hier drüben 1242. Das heißt, wenn ich normal springe, werde ich ein bisschen weniger haben. Hier habe ich 1211, 1219, das ist 1250. Ja, so mit diesen Werten kann man hier arbeiten im Normalsprung. So, jetzt springe ich hier hoch und runter, dann bin ich schon bei 2051. Das heißt, hier möchte ich schon mal 10% abziehen und dementsprechend kann man natürlich hier weiter. Und wenn ich jetzt hier von da abspringe, dann bin ich schon bei 2031 und so weiter und so fort. So, dann kriegen wir hier verschiedene Werte. Wie gesagt, das hängt davon ab, wie du dein Level aufbaust oder wie du das definieren möchtest, wie tief der Player fallen darf in deinem Game. Bei mir sieht es aktuell so aus und ich werde jetzt diese ganzen Abfragen einfach mal kurz einbauen. Das bedeutet, wir werden das nicht immer doppelt kopieren. Wir haben diese Abfrage ja immer zur Verfügung und dann ziehe ich jetzt hier einfach mal raus und sage dann einfach größer ist gleich greater equal und wenn diese Geschichte jetzt größer gleich 2000 ist, sage ich mal von der Velocity her und dann an dieser Stelle kommt hier ein Branch, dann machen wir einen Branch rein und dann, wenn es größer ist wie 2000, dann soll es auf jeden Fall weitergehen. Das heißt, wir fragen dann nochmal ab. Ich gehe hier raus mit Greater Than, das heißt Steuerung D für Duplicate und dann nochmal Steuerung V, dann habe ich es dreimal gleich da. Ich benutze nur 3, du kannst natürlich auch 20 machen, verschiedene Fall- und Feinunterscheidungen. Das heißt, ich mache hier einfach mal 2000, dann mache ich hier 2500 und hier unten mache ich einfach mal 3000 rein. So, das sind jetzt meine Werte, damit ich meinen eigenen normalen Hochsprung nicht zerstöre oder als Damage werte. Und dann kann ich hier ganz einfach das Ganze auch wieder verbinden. Das heißt, wir müssen das nicht dreifach in unseren Eventgraph hinein kopieren. So, weil die Abfrage kommt immer erst bei der Condition an der Stelle von der Branch und dann holt sich Unreal dann automatisch das, was hier sozusagen verbunden ist über die Pins. Das heißt, auch bei der nächsten Branch geht es dann auch genauso weiter. Das heißt, wenn das Ganze jetzt true ist, wir sind größer gleich 2000, dann ziehen wir raus, machen wieder eine Branch und dann so fragen wir nochmal ab, ob es auch größer ist als 2500. Wenn es nicht größer gleich 2000 ist, dann geht es hier bei False ins Nichts. Das heißt, wir haben keine Damage-Geschichte. Das heißt, unser Player hat einen normalen gestatteten Sprung hingelegt. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder das Ganze mit True abgewickelt. Das heißt, wenn das jetzt auch größer ist als 2500, können wir wieder rausgehen, sagen wieder Branch und dementsprechend, wenn das größer ist, dann fragen wir auch nochmal ab, bist du vielleicht auch größer wie 3000? Und jetzt geht es darum, also hier haben wir größer gleich 2000, False ist ein sauberer Sprung. Hier haben wir dann, wenn es jetzt größer wie 2000 ist, also hier auf True, aber nicht größer wie 2500, dann gehen wir hier bei False einfach mal raus. Und dementsprechend benötigen wir an der Stelle eine Variable, da gehen wir hier drüben auf Plus und die nennen wir einfach mal Fall Damage. Das wird unsere Fall Damage und die wird sein vom Typ Float, weil ja unsere Health-Geschichten auch als Float abgewickelt werden. So, dann haben wir hier unsere Fall Damage und die wird sein vom Typ Float, Compile und die ist Default hier drüben dann einfach sozusagen auf 0. Gut, dann haben wir das schon mal so weit mit drin und jetzt ist es halt so, wenn es dann praktisch nicht größer gleich 2500 ist, dann können wir hier sagen Set Fall Damage
So, False, das ist praktisch der kleinste Wert. Hier würde ich sagen, ziehen wir einfach mal 10 ab. Das ist alles Freiwahl der Waffen. Da kannst du selber entscheiden, was du machen möchtest. Und wenn es jetzt hier True ist, dann haben wir hier die Abfrage, bist du vielleicht auch größer gleich 3000? Und wenn er größer ist wie 3000, dann möchte ich ihn komplett sterben sehen. Das heißt, ich werde wieder meine Fall Damage hier rausziehen mit Set. Und dementsprechend bei True, das heißt größer gleich 3000, hier ist die Fall Damage. Ganz simpel, einfach 100. Ich habe ja Max Health auf 100 gestellt bei meiner Pirate, bei meinem Player. So, dann haben wir das auch gesetzt und jetzt können wir praktisch noch sagen, wenn das False ist, das bedeutet, es ist größer als 2,5, aber kleiner als 3, dann können wir sagen, okay, zum Beispiel die Fall Damage ist in dem Fall 50. Du kannst natürlich auch 10, 20, 30, 40, 50, 60 und so weiter machen. Ich mache es jetzt einfach mal mit 3. Das Ganze würde von der Verschachtelung einfach hier so weitergehen. Gut, dann haben wir jetzt hier unseren Schaden mit angegeben und jetzt müssen wir das Ganze nur noch unserem Player applyen. Das bedeutet, ich mache hier einfach mal Apply Damage und dementsprechend kann ich jetzt hier sämtliche Varianten direkt hineinziehen. Das heißt, ich muss auch keine 3 Apply Damage Nodes hier sozusagen aufbauen und dann sind die ganzen Sachen hier drin und abgewickelt. So, gut, Apply Damage, da benötigen wir einen Damage Actor, das sind wir selber an der Stelle. Wir machen eine Reference to Self und dann haben wir natürlich noch unsere Damage-Geschichte selber und zwar die Base Damage wird sein unser Fall Damage und das ziehen wir uns hier unten einfach mal aus den Variablen raus und verbinden das. Hier vorne wird es gesetzt, hier hinten wird es zugewiesen. Das wäre jetzt ausreichend, dass man das Ganze kompilieren kann. Wer es aber komplett sauber machen möchte, der hat hier noch den Event Instigator und da kann man zum Beispiel sagen, hier geht es um den Controller, der das Ganze macht. Da kann man hier auch noch sagen, wenn man es sauber programmieren möchte, mit Get Player Controller und der Damage Causer an dieser Stelle, das sind wir auch wieder selber, das heißt Self, Get a Reference to Self, aber wie gesagt, die beiden sind nicht unbedingt notwendig für die Kompilierung. Gut, am Ende würde ich das Ganze gerne zurücksetzen und zwar das Fall Damage wieder auf 0. Das ist aber eigentlich nicht nötig, weil wenn wir das nicht erreichen, diese 2000, dann geht es hier ins False. Aber der Sauberkeit halber würde ich hier ganz hinten sagen, Set Fall Damage ist 0. So, dann haben wir das Ganze hier schon sauber abgeriegelt. Und dann können wir das Ganze gleich mal testen. So, ich gehe auf mein Level, ich gehe auf Play und wenn ich jetzt hier jumpe, dann ist mir nichts passiert. Ich habe 1900, das war sehr knapp, 1700, aber wenn ich jetzt hier hochspringe, dann kriege ich 10% Abzug, da ich einfach zu tief gefallen bin. Das gleiche Spiel werde ich hier drüben machen können. Ich gehe jetzt hier nochmal auf Aufstehen, jetzt springe ich hier hoch und runter und dann sieht man auch die Werte, dass das Ganze auch dementsprechend schon wieder um 10 nach unten gegangen ist. So, jetzt muss ich hier einfach mal drüber und dann, wenn ich jetzt hier raufspringe, dann bekomme ich hier 1900, das heißt, hier habe ich nochmal Glück gehabt und dann und so weiter und so fort. So, jetzt gehe ich hier einfach mal ganz oben rauf. Ich habe hier extra was noch positioniert in einer gewissen Höhe. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal so hingehe, vielleicht sollte ich meine Kamerageschwindigkeit ein bisschen reduzieren. Nee, es klappt. Ich mache rechte Maustaste Play from here. Und wenn ich jetzt hier ganz runterfalle, dann zieht es mir natürlich die 100% ab und wir sterben. So, das war's an der Stelle. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht und ich würde mich natürlich über ein Abo und ein Like sehr freuen und dann sehen wir uns im nächsten Abschnitt. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.